Stell dir mal vor, du stehst an einem sonnigen Samstagmorgen in einem sehr teuren, modernen Café in Berlin. Ein schönes Bild. Ja, oder? Also, du schaust dich um. An fast jedem Tisch sitzen Menschen, die glücklich lächeln. Und was machen Sie? Sie essen ein Stück geröstetes Brot mit grüner Avocadocreme. Ah, der berühmte Avocado-Toast. Genau. Und viele von ihnen tragen dicke, auffällige Jacken und haben kleine, seltsame Monsterfiguren an ihren Taschen hängen. Okay, das klingt nach einem sehr modernen Publikum. Alle wirken sehr zufrieden. Aber du stehst da und denkst dir plötzlich, bin ich eigentlich verrückt? Wieso verrückt? Naja, warum finde ich das alles furchtbar? Warum mag ich diese Dinge nicht, die scheinbar die ganze Welt liebt? Das ist eine sehr gute Frage. Und damit herzlich willkommen bei Deutsch klingt. Das ist unser YouTube-Kanal für alle, die tief in die deutsche Sprache und Kultur eintauchen wollen. Genau, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann abonniere bitte genau jetzt diesen Kanal, lass uns einen Kommentar da und teile dieses Video mit deinen Freunden. Das hilft uns enorm weiter. Hallo auch von mir. Wir machen heute eine ganz besondere Tiefenanalyse. Wir tauchen also tief in die Gedankenwelt von deutschen Muttersprachlern ein. Richtig. Wir haben uns viele echte Meinungen und Aussagen aus dem Internet angesehen. Ja, und zwar geht es um sogenannte unbeliebte Meinungen. Unbeliebte Meinungen. Was genau ist das? Das sind Perspektiven, die extrem von der Norm abweichen. Also, jemand hasst etwas, das alle anderen lieben. Oder umgekehrt, jemand liebt etwas, das alle anderen hassen. Exakt. Und weil wir wissen, dass solche echten gesellschaftlichen Diskussionen sprachlich oft sehr komplex sind, werden wir heute ganz in Ruhe darüber sprechen. Sehr langsam und sehr deutlich. Wir nehmen uns die Zeit, die Gedanken hinter diesen Meinungen zu verstehen. Und wir erklären natürlich alle schwierigen Wörter ganz einfach auf Deutsch. Darauf freue ich mich. Wir fangen direkt mit einem Thema an, das uns alle jeden Tag beschäftigt. Unser Essen. Oh ja. Essen ist immer ein emotionales Thema. Absolut. Es ist faszinierend, wie emotional Menschen bei der Ernährung werden. Der Schein trügt oft. Man denkt, die ganze Gesellschaft ist sich einig. Aber das stimmt nicht. Lass uns zu meinem Beispiel aus dem Café zurückkehren. Der Avocado-Toast. Ein weltweites Symbol für ein gesundes, modernes Leben. Genau. Ich persönlich esse ihn auch sehr gerne, aber in unseren Quellen sagt eine Person ganz deutlich, dass sie dieses Gericht absolut nicht ausstehen kann. Und die Begründung dieser Person ist sehr interessant. Sie zielt genau auf diesen großen Hype ab. Warte kurz. Hype. Das bedeutet diese übertriebene weltweite Begeisterung, oder? Richtig. Die Person sagt, die Avocado an sich schmeckt eigentlich nach gar nichts. Nach gar nichts? Ja, sie ist einfach nur eine grüne Masse. Man muss unglaublich viele Gewürze darauf tun. Stimmt, sehr viel Salz, Pfeffer oder Zitrone? Genau, damit überhaupt ein Geschmack entsteht. Die unbeliebte Meinung hier ist also, wir feiern ein Lebensmittel, das ohne fremde Hilfe völlig langweilig ist. Ah, verstehe. Es geht beim Avocado-Toast vielleicht gar nicht mehr um den Geschmack. Sondern nur noch um das Image. Es ist ein Statussymbol auf dem Teller. Das ist ein interessanter Gedanke. Man isst ein Image, keinen echten Geschmack. Aber gut, eine geschmacklose Avocado, das kann ich noch akzeptieren. Aber Bei der nächsten Meinung musste ich wirklich den Kopf schütteln. Jemand in unserer Quelle sagte, er hasst Orangen. Orangen, das ist wirklich ungewöhnlich. Ja, wie kann man Orangen hassen? Sie sind extrem süß, sie sind voller Saft, sie haben viele Vitamine. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Das ergibt für dich keinen Sinn, weil du nur an den süßen Geschmack denkst. Aber die Person kritisiert etwas ganz anderes. Was denn? Sie kritisiert die Konsistenz der Orange. Oh, Konsistenz. Das ist ein wichtiges Wort für unsere Lerner. Lass uns das kurz erklären. Sehr gerne. Die Konsistenz ist die Beschaffenheit. Also, wie sich etwas anfühlt, wenn man es berührt. Oder eben, wie es sich im Mund anfühlt, wenn man es isst. Ganz genau. Stell dir vor, du kaust auf kleinen, weichen Fasern, auf winzigen Schläuchen, die im Mund zerplatzen. Okay. Und diese kleinen Schläuche ziehen dann Fäden. Das Gefühl, diese Struktur im Mund zu haben, ist für diese Person einfach extrem unangenehm. Okay, also wenn du das so beschreibst wie kleine Fäden und Schläuche, die im Mund zerplatzen, dann vergeht mir tatsächlich auch ein bisschen der Appetit. Siehste, die Perspektive macht den Unterschied. Da hast du recht. Aber lass uns von der Frucht zum Brot wechseln. Es gab in der Quelle eine Diskussion über Bagels. Ah, Bagels. Also diese runden Brötchen, die in der Mitte ein Loch haben.
Genau die. Jemand sagte, Bagels sind ein völlig unlogisches Konzept. Warum unlogisch? Naja, weil man weniger Brot bekommt. Da ist ja ein Loch in der Mitte. Dafür bezahlt man aber mehr Geld als für ein normales Brötchen ohne Loch. Das ist wirklich eine lustige Beobachtung. Ich fand es auch sehr lustig. Es ist doch wahr. Es ist amüsant, ja, aber es steckt auch eine sehr effiziente Denkweise dahinter. Effizient, das bedeutet, dass jemand sehr wirtschaftlich und praktisch denkt, richtig? Genau. Jemand möchte für sein Geld den absolut größten Nutzen haben. Ein Loch im Brot ist das absolute Gegenteil von Effizienz. Das stimmt. Aber wenn wir etwas tiefer blicken, sehen wir auch hier eine Kritik am modernen Lebensstil. Ein Bagel ist nicht einfach nur ein Brötchen. Sondern Er steht für ein urbanes Leben, vielleicht für das Gefühl, in einer Metropole wie New York zu sein. Die Person kritisiert also, dass wir bereit sind, extra zu bezahlen. für dieses abstrakte Lebensgefühl. Genau. Obwohl wir rein materiell gesehen weniger bekommen. Wir bezahlen also Geld für ein leeres Loch im Teig, nur um uns modern zu fühlen? So kann man das sagen. Wahnsinn. Wenn unsere Logik beim Essen schon verschwindet, dann wird es bei der Mode wahrscheinlich noch extremer, oder? Oh ja, definitiv. Von der Ernährung kommen wir jetzt nämlich zu dem, was wir am Körper tragen. Warum machen wir Menschen freiwillig Trends mit, die völlig unpraktisch sind? Oder die uns sogar körperliche Schmerzen bereiten. Ein perfektes Beispiel dafür aus unserer Analyse sind die sogenannten Barfußschuhe. Barfußschuhe? Das klingt wie ein Widerspruch. Ist es auch ein bisschen. Das sind Schuhe mit einer extrem dünnen Sohle. Die Idee dahinter ist, dass man den Boden spürt. Als würde man ohne Schuhe laufen, also barfuß. Genau, das soll sehr natürlich und gesund für den Körper sein. Aber eine Person in der Quelle berichtet ganz ehrlich von ihrer Erfahrung. Und? Wie war die Erfahrung? Nach einem Tag in diesen Schuhen tun die Füße einfach nur furchtbar weh. Der Schmerz ist real. Oh, das klingt nicht gut. Die Person lehnt diesen Trend ab, weil der eigene Körper ganz klare, schmerzhafte Signale sendet. Wir kaufen teure, künstlich hergestellte Schuhe. Um ein natürliches Gefühl zu haben. Ja, aber am Ende bereitet es uns nur Schmerzen. Das ist ein großer Widerspruch. Das ist wirklich absurd. Und im Winter sehe ich auf der Straße oft das genaue Gegenteil von diesem extrem dünnen Schuh. Was meinst du? Alle tragen riesige Daunenjacken. Das sind diese sehr dicken Winterjacken, die mit Federn gefüllt sind. Ah ja, die kenne ich. Die Quelle beschreibt sehr treffend, dass alle Menschen in diesen Jacken komplett gleich aussehen. Sie wirken alle völlig aufgeplustert. Ausgeplustert. Das ist hier der perfekte Begriff. Den müssen wir unseren Zuhörern erklären. Ja, bitte. Was bedeutet aufgeplustert? Denk an einen kleinen Vogel im tiefen Winter. Dem Vogel ist kalt. Deshalb stellt er alle seine Federn auf. Mhm. Er macht sich ganz groß, dick und rund, um die warme Luft am Körper zu halten. Der Vogel plustert sich auf. Ah, ein sehr schönes Bild. Wenn Menschen diese riesigen Jacken tragen, werden sie durch die Kleidung künstlich viel breiter und voluminöser, als sie eigentlich sind. Sie plustern sich auf. Verstehe. Und was ist das Problem daran? Die Kritik der Person richtet sich dagegen, dass in der kalten Jahreszeit die komplette Individualität auf der Straße verschwindet. Wir sehen alle aus wie identische, dicke Vögel. Identische Vögel, das stimmt. Wobei manche Menschen dann versuchen, ihre Individualität durch sehr seltsame kleine Dinge zurückzugewinnen. Woran denkst du da? Das bringt mich zu einer Sache, von der ich vor dieser Quelle noch nie etwas gehört hatte. Labubus. Labubus. Ja. Die Person in der Quelle regt sich fürchterlich darüber auf. Und ich musste erst einmal im Internet nachsehen, was das überhaupt ist. Und was hast du gefunden? Labubus sind kleine Anhänger für Handtaschen. Sie sehen aus wie kleine Monster mit großen Knopfaugen und spitzen Zähnen. Ah, diese Figuren kenne ich. Menschen hängen sie an ihre extrem teuren Designertaschen. Aber ganz ehrlich, sind diese kleinen Figuren nicht einfach nur süß und lustig? Warum sollte man das hassen? Naja, für dich mögen sie süß und lustig sein. Für die Person in der Quelle sind es einfach nur hässliche, kleine Plastikmonster. Okay, das ist eine harte Meinung. Das Phänomen dahinter ist aber spannend. Man nimmt eine sehr teure, elegante Tasche und dann hängt man absichtlich etwas Kindisches, fast schon Hässliches daran. Warum macht man das? Das ist eine Form von erzwungener Individualität. Man möchte zeigen, dass man die Regeln der strengen Mode nicht so ernst nimmt. Ah, man will cool und unabhängig wirken. Genau. Aber das Ironische daran ist, sobald Tausende von Menschen genau das Gleiche tun, ist es nicht mehr individuell. Es ist nur noch ein Massenprodukt. Ich vergleiche solche Modetrends ja immer gerne mit einem sehr ansteckenden Schnupfen im Winter. Ein Schnupfen? Ja,
Irgendjemand fängt an zu niesen. Dann niest der Nächste und plötzlich laufen alle Menschen in der Stadt mit einer roten Nase herum. Oder eben mit einem kleinen Monster an der Tasche. Ganz genau. Eigentlich will diesen Schnupfen niemand wirklich haben, aber man wird einfach von der Masse angesteckt. Man kann sich fast nicht wehren. Das ist eine wunderbare Analogie. Und diese Ansteckung passiert nicht nur bei Dingen, die wir kaufen oder tragen. Sondern auch bei Aktivitäten. Ja, sie passiert auch bei dem, was wir in unserer Freizeit tun. Lass uns den Blickwinkel etwas erweitern. Gerne. Wir gehen vom reinen Konsum nun in den Bereich der Gesellschaft und der Kultur. Wir analysieren, warum manche Menschen bestimmte Aktivitäten hassen, die eigentlich als das absolute Symbol für Spaß gelten. Das beste Beispiel in Deutschland ist dafür natürlich der Fußball. Oh ja. Wenn eine große Meisterschaft stattfindet, ist das ganze Land im Ausnahmezustand. Alle feiern, alle schauen die Spiele. Aber eine Person in unserer Quelle sagt ganz mutig, ich mag keinen Fußball. Und der Grund dafür ist faszinierend. Es geht nämlich nicht um den Sport auf dem Rasen. Nein. Es geht nicht darum, dass 22 Männer einem Ball hinterherlaufen. Es geht um das Umfeld. Die Person kritisiert das sogenannte Männlichkeitsgehabe im Stadion. Männlichkeitsgehabe. Das ist ein langes Wort. Lass uns das in Ruhe erklären. Sehr wichtig, ja. Dieses Männlichkeitsgehabe ist der Kern der Kritik. Männlichkeit beschreibt Eigenschaften, die traditionell Männern zugeschrieben werden. Und Gehabe? Was bedeutet Gehabe? Gehabe ist ein künstliches, übertriebenes Verhalten. Man spielt eine Rolle. Ah, Männlichkeitsgehabe bedeutet also, dass Männer sich extrem laut, aggressiv oder extrem dominant verhalten, nur um anderen zu beweisen, wie stark sie sind. verstehe. Sie wollen besonders männlich wirken. Genau. Die befragte Person empfindet diese Umgebung im Fußballstadion nicht als leidenschaftlich, sondern als giftig und unangenehm. Sie lehnt die künstliche Aggression ab. Eine sehr ähnliche Kritik, nur in einem völlig anderen Umfeld, gibt es auch an der berühmten Berliner Technokultur. Das ist ein interessanter Sprung. Ja, weltweit denken die Menschen, die Techno-Clubs in Berlin, das ist pure Freiheit. Jeder darf dort anziehen, was er möchte, niemand wird verurteilt, man tanzt die ganze Nacht. Das ist das bekannte Image. Aber unsere Quelle zeigt die Perspektive einer Person, die direkt in Berlin lebt. Und diese Einheimische sieht das ganz anders. Genau. Die Person blickt hinter die Kulissen dieser scheinbaren Freiheit. Was kritisiert sie denn? Sie kritisiert den extrem hohen Drogenkonsum in dieser Szene und sie kritisiert, dass die DJs in den Clubs wie Götter gefeiert werden. Wie Götter. Ja, die Musik steht nicht mehr im Mittelpunkt, sondern die Verehrung einer einzelnen Person am Mischpult. Das ist wirklich eine andere Sichtweise. Und für diese Einheimische macht dieser extreme, rücksichtslose Tourismus rund um die Clubs ihre Heimatstadt sogar langsam kaputt. Die Freiheit der einen ist also die Belastung für die anderen. Das ist eine harte Perspektive auf eine weltbekannte Kultur. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, da muss ich wirklich protestieren. Warum das? Ich habe in der Quelle gelesen, dass jemand etwas hasst, das ich über alles liebe. Das Lagerfeuer. Ah, das Lagerfeuer. Ein warmes Feuer in der freien Natur, der Himmel ist voller Sterne, man sitzt gemütlich zusammen. Wie in aller Welt kann man ein Lagerfeuer nicht mögen? Die Antwort dieser Person hat nicht direkt mit dem Feuer zu tun, sondern mit der Dynamik der Gruppe. Wie meint sie das? Die Person sagt, sobald ein Lagerfeuer brennt, dauert es nicht lange, bis jemand eine Gitarre auspackt und anfängt zu singen. Ja, das ist doch schön. Aber in genau diesem Moment ändert sich alles. Alle müssen plötzlich leise sein. Alle müssen dem Hobbymusiker zuhören. Die eigentliche Kommunikation, das Gespräch untereinander, wird komplett gestoppt. Die Person fühlt sich gezwungen, ein Publikum für jemand anderen zu sein, anstatt sich normal mit ihren Freunden zu unterhalten. Warte mal, da muss ich jetzt wirklich eine Gegenfrage stellen. Gerne. Ist es denn nicht auch eine wunderschöne, tiefe Form der Kommunikation, wenn man gemeinsam singt? Man verbindet sich durch die Melodie, ganz ohne Worte? Das ist doch pure Romantik, das schweißt eine Gruppe zusammen. Das ist genau der entscheidende Konflikt. Du empfindest das als echte Verbindung. Ja, absolut. Aber die Person in der Quelle fragt sich, ist diese Verbindung wirklich echt? Oder ist es nur eine aufgesetzte, eine künstliche Romantik? Für diese Person ist der aktive Austausch von Gedanken, das echte Gespräch, viel wertvoller als das gemeinsame Singen eines alten Liedes. Also der Gitarrist nimmt den Raum ein. Genau. Der Gitarrist am Lagerfeuer nimmt den Raum ein, den eigentlich das Gespräch füllen sollte. Es ist also die Frage, ob man in der Freizeit echte Interaktion sucht
oder ob man einfach nur berieselt werden möchte. Berieselt werden, das bedeutet, man hört nur passiv zu, man macht nichts selbst. Richtig. Das bringt mich zum Nachdenken. Vielleicht ist der Gitarrist am Lagerfeuer das analoge Gegenstück zu dem, was wir heute im Internet sehen. Das ist ein sehr guter Vergleich. Da werden wir auch ständig berieselt. Womit wir direkt bei der jungen Generation angekommen sind. Wir sprechen oft von Generationskonflikten. Also Konflikte zwischen älteren und jüngeren Menschen. Genau, wenn es um Dinge geht, die nur für ein bestimmtes Alter typisch sind. Die sogenannte Gen Z nutzt zum Beispiel ständig die App TikTok. Ja, das ist sehr populär. Aber nicht alle jungen Menschen machen diesen Trend mit. In unserer Analyse sagt eine junge Person sehr deutlich, dass sie TikTok hasst. Sie benutzt dafür das umgangssprachliche Wort bodenlos. Bodenlos? Das müssen wir erklären. Gerne. Wenn etwas keinen Boden hat, fällt man endlos in die Tiefe. Es gibt keinen Halt. Wenn man also sagt, eine App oder ein Verhalten ist bodenlos, dann bedeutet das, es ist extrem schlecht. Es hat absolut kein Niveau. Es ist eine komplette Katastrophe. Ah, verstehe. Die Person wünscht sich sogar, dass diese endlose Unterhaltungsmaschine komplett verboten wird. Und noch gefährlicher als die reine Unterhaltung finden manche die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, wie zum Beispiel ChatGPT. Ja, ein sehr aktuelles Thema. Eine Person, die an einer Universität ist, beobachtet ein sehr kritisches Phänomen. Sie sagt, die Studenten schreiben ihre Texte nicht mehr selbst. Sie lassen sich von der Maschine einfach nur noch Musterlösungen generieren. Musterlösung. Lass uns dieses Wort kurz definieren. Bitte. Eine Musterlösung ist eine vorgefertigte, perfekte Standardantwort, die immer gleich aussieht. Ein Muster ist ja wie eine Schablone. Ja. Die tiefere Gefahr, die diese Person sieht, ist nicht nur die fehlende eigene Leistung. Sondern? Die Gefahr ist, dass die Menschen verlernen, selbstständig und kritisch nachzudenken. Wenn die Maschine immer die perfekte Musterlösung liefert, warum sollte der Student dann noch Dinge hinterfragen? Das stimmt. Das ist gefährlich. Die Bequemlichkeit tötet das eigene kritische Denken. Bequemlichkeit ist auch ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Welches Thema? Es geht um das Reisen. Sehr viele junge Menschen aus Deutschland machen nach der Schule ein sogenanntes Gap Year. Also ein Jahr Pause. Genau. Sie nehmen einen Rucksack und reisen für ein Jahr durch Asien. Das nennt man Backpacking. Eigentlich gilt das als sehr mutig und weltoffen. Aber Aber eine Person in unserer Quelle kritisiert dieses Verhalten extrem. Sie sagt, junge Menschen aus reichen Ländern fliegen nach Asien, schauen sich dort die Armut der Menschen an, machen ein paar Fotos und glauben dann, sie hätten tiefe Lebensweisheiten verstanden. das ist eine starke Aussage. Der Kern dieser Kritik zielt auf das Thema Privilegien ab. Privilegien. Erklärst du uns das in diesem Kontext? Es geht darum, dass diese Reisen oft weniger mit echtem Interesse an der Kultur zu tun haben. Sie sind eher eine Art Statussymbol. Man reist in ein Land, in dem man aufgrund der starken eigenen Währung plötzlich sehr reich ist. Ja, das ist in vielen asiatischen Ländern so. Man konsumiert die Armut der Einheimischen fast schon wie eine Kulisse für das eigene Abenteuer. Die Person stört sich daran, dass diese Rucksacktouristen sich selbst als unglaublich tiefgründig präsentieren. Während sie eigentlich nur eine sehr bequeme, privilegierte Reise machen. Ohne etwas an der Situation vor Ort zu verbessern. Ganz genau. Das ist eine sehr harte Beobachtung. Wenn alles um uns herum, vom Reisen bis zur Meinung im Internet, so extrem und laut bewertet wird, dann verstehe ich auch den Wunsch einer anderen Person aus unserer Quelle. Welchen Wunsch? Diese Person hat ein wunderbares Wort benutzt, die sagte, sie sehnt sich nach mehr Schwammigkeit in der Gesellschaft. Schwammigkeit. Ein tolles Wort. Ein Schwamm ist ja etwas Weiches, das Wasser aufsaugt. Kannst du unseren Zuhörern dieses philosophische Bild der Schwammigkeit etwas genauer erklären? Sehr gerne. In unserer heutigen digitalen Welt muss alles extrem schnell gehen. Wenn man beim Dating jemanden trifft, muss man sofort wissen, ob es passt. Ja, das stimmt. Wenn eine Nachricht im Internet erscheint, muss man sofort eine harte Meinung dazu haben. Und Schwammigkeit. Schwammigkeit ist ein Synonym für Uneindeutigkeit. Es bedeutet, dass nicht alles im Leben schwarz oder weiß sein muss. Es gibt auch Grau. Ah, Dinge dürfen unklar bleiben. Genau, ein Schwamm ist weich, er passt sich an. Die Person wünscht sich, dass wir Meinungen auch mal weich lassen können. Man muss nicht sofort urteilen. Man darf abwarten. Man darf die Dinge auf sich wirken lassen und sagen, ich weiß es noch nicht.
Es ist uneindeutig. Das ist eine schöne Vorstellung. In einer Welt, die immer Extreme fordert, ist der Wunsch nach Weichheit eine sehr seltene Perspektive. Wenn wir schon nicht immer extrem sein wollen, wie zeigen wir dann in unserer Gesellschaft noch echte Stärke? Gute Frage. Das bringt uns zum letzten großen Teil unserer heutigen Tiefenanalyse. Bisher haben wir besprochen, was die Menschen alles nicht mögen. Aber die Quelle hat auch gefragt, in welchen Situationen verhaltet ihr euch aktiv anders als die schweigende Masse? Und hier kommen wir zu dem Konzept der Zivilcourage. Zivilcourage. Das müssen wir unseren Lernern erklären. Zivilcourage ist ein wunderschönes Wort. Es setzt sich zusammen aus Zivil, was den normalen Bürger beschreibt, und Courage, was Mut bedeutet. Mut im Alltag also. Richtig. Zivilcourage ist der Mut im ganz normalen Alltag. Es bedeutet, dass man aktiv für andere Menschen einsteht. Man greift ein, wenn etwas Ungerechtes passiert. Auch wenn es für einen selbst vielleicht unangenehm ist oder man dadurch Nachteile hat. Genau. Man tut das Richtige, während die große Mehrheit der Menschen einfach wegschaut und schweigt. Und dieses Wegschauen der Mehrheit ist das Problem. Um Zivilcourage zu zeigen, muss man oft gegen den Strom schwimmen. Gegen den Strom schwimmen. Eine sehr bekannte Redewendung. Ja. Ein Fisch, der gegen den Strom schwimmt, schwimmt in die entgegengesetzte Richtung des fließenden Wassers. Das kostet extrem viel Kraft. Hast du ein Beispiel aus der Quelle dafür? Ja. Ein starkes Beispiel ist eine Frau, die im Rheinland lebt. Sie berichtet, dass in einer Gruppe oft rassistische Bemerkungen gemacht wurden. Und alle im Raum haben einfach geschwiegen. Das passiert leider oft. Sie war die Einzige, die den Mut hatte, gegen diesen Rassismus zu sprechen. Sie ist ganz allein gegen den Strom geschwommen. Das erfordert sehr viel Mut. Ein anderes Beispiel für diesen Mut zeigt ein Mann, der einen schweren Autounfall beobachtet hat. Was ist da passiert? Eine Frau wurde verletzt und lag auf der Straße. Das wirklich Erschreckende an dieser Geschichte ist, dass viele Menschen einfach nur herumstanden und zugesehen haben. Sie haben nicht geholfen? Nein, sie waren komplett passiv. Dieser Mann aber hat gehandelt. Er ist zur verletzten Frau gelaufen und hat geholfen, bis der Rettungsdienst kam. Er hat die Passivität der Masse durchbrochen. Ganz genau. Zivilcourage muss aber nicht immer ein lebensgefährlicher Autounfall sein. Sie beginnt schon im kleinen Alltag, zum Beispiel in der Schule. Was berichtet die Quelle darüber? Ein junger Mann erzählt, dass es in seiner Klasse Kinder gab, auf denen oft rumgehackt wurde. Auf jemandem rumhacken. Das erklären wir am besten. Ja, wenn man auf jemandem rumhackt, ist das wie ein Vogel, der mit seinem harten Schnabel immer wieder auf ein Stück Holz schlägt. Ein gutes Bild. Es bedeutet, dass eine Gruppe eine einzelne Person immer wieder verbal angreift, ärgert, mobbt und systematisch ausgrenzt. Und was hat dieser junge Mann gemacht? Er hat genau das nicht akzeptiert. Er ist zu diesen isolierten Kindern gegangen und hat sie in die Gruppe geholt. Sehr stark. Und manchmal sind es sogar Handlungen ganz ohne Menschen, die unsere Welt ein bisschen besser machen. Wie meinst du das? Erinnerst du dich an den Anfang, als wir über Hass auf bestimmte Dinge sprachen? Viele Menschen regen sich furchtbar über E-Roller auf, die überall auf den Gehwegen auf dem Boden liegen. Ja, das ist in vielen deutschen Städten ein großes Problem. Eine Person in unserer Quelle tut das genaue Gegenteil. Anstatt sich wütend zu beschweren, bückt sich einfach, hebt den umgefallenen Roller auf und stellt ihn ordentlich an die Seite. Einfach so. Einfach so. Eine winzige Tat, die keine Mühe kostet, aber den öffentlichen Raum für alle angenehmer macht. All diese Beispiele zeigen uns, wie unglaublich positiv und wichtig es ist, anders zu sein als die große Masse. Absolut. Aber am Ende unserer Quelle gab es noch eine sehr kluge, warnende Beobachtung. Welche war das? Es ist gut, seinen eigenen Weg zu gehen. Aber man darf nicht versuchen, anders zu sein, nur um anders zu sein. Man darf es nicht auf Krampf versuchen. Auf Krampf. Das ist ein sehr umgangssprachlicher Ausdruck. Ja. Kannst du den erklären? Auf Krampf bedeutet, dass etwas extrem erzwungen und völlig unnatürlich ist. Wenn ein Muskel verkrampft, zieht er sich schmerzhaft zusammen. Autsch, ja. Wenn jemand auf Krampf handelt, fehlt jede Lockerheit. Die befragte Person bringt ein großartiges Beispiel. Frauen, die immer wieder betonen, ich bin nicht so wie andere Frauen. Ah, okay. Und was ist die Beobachtung dazu? Die Beobachtung ist messerscharf. Warum sagt man so etwas? Man versucht, sich selbst aufzuwerten, indem man alle anderen Frauen indirekt abwertet. Man tut also so, als wären andere Frauen langweilig oder oberflächlich. Richtig.
Wenn man andere Menschen herabsetzen muss, nur um die eigene Individualität zu beweisen, dann ist dieses Anderssein eigentlich nur traurig. Das ist wirklich ein brillanter, sehr reflektierter Gedanke zum Abschluss. Lass uns unsere heutige Tiefenanalyse zusammenfassen. Gerne. Wir haben gesehen, dass unbeliebte Meinungen eine riesige Bandbreite haben. Sie reichen von einem einfachen Bagel ohne Loch über künstlich aufgeplusterte Winterjacken bis hin zur tiefen Zivilcourage gegen Rassismus. Eine weite Reise. Ja, die Meinungen zeigen uns, dass wir nicht jeden Trend mitmachen müssen, aber sie zeigen auch, dass echte Stärke nicht darin liegt, krampfhaft anders zu sein, sondern darin, im richtigen Moment mutig zu handeln. Ja, und ich möchte unseren Zuhörern heute noch eine kleine Frage mit auf den Weg geben. Ein Gedanke, den ihr mit in euren Tag nehmen könnt. Ich bin gespannt. Wenn heute im Internet und in der Gesellschaft wirklich jeder Einzelne krampfhaft versucht, eine ganz spezielle, unbeliebte Meinung zu haben, nur um individuell und besonders zu wirken. Ja. Wird das Anderssein dann nicht irgendwann der absolute Mainstream? Sind wir am Ende vielleicht alle wieder exakt gleich? Gerade weil wir alle so verzweifelt versuchen, anders zu sein als der Rest? Wow. Was für eine großartige, paradoxe Frage. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt genau darüber nach. Und teilt eure Gedanken mit uns. Vergesst nicht, den Kanal Deutsch klingt zu abonnieren und dieses Video mit euren Freunden zu teilen. Bleibt neugierig, schwimmt auch mal gegen den Strom und weiterhin ganz viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis zum nächsten Mal.